Unsere Natur ist wunderschön und reich und weit. Doch gibt es ein Problem, das nach einer Lösung schreit. Für Maximalprofite gehen sie über Leichen. Stoppt die Atomkraft, wir setzen wie ein Zeichen. Die Zeit ist reif, das haben wir erkannt. Organisieren weltweit Widerstand. Die Zeit ist reif, das haben wir erkannt. Organisieren weltweit Widerstand. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Leute hier in Duisburg, wir begrüßen euch alle ganz herzlich hier bei unserer Kundgebung unter dem Motto: Setzt im heißen Winterwahlkampf ein Zeichen, Kampf der globalen Umweltkatastrophe und hoch die internationale Solidarität. Ja, heißer Winterwahlkampf ist jetzt mittlerweile wortwörtlich gemeint. Wir haben einen richtigen Temperatursprung die letzten Tage hier erlebt und werden heute hier auf jeden Fall nicht frieren. Ja, wir begrüßen euch hier. Wir sind Kurt Schierluong und Anna Schmidt. Wir moderieren heute diese Kundgebung, die von den verschiedensten Organisationen und Parteien, Einzelpersonen gemeinsam heute vorbereitet wurde. Und ihr seht ja hier auch die verschiedenen Fahnen, wer alles beteiligt ist. Und wir freuen uns, dass wir Sie alle heute hier auch auf der Bühne begrüßen können und verschiedenste Redebeiträge und Statements hören werden. Ja, wir haben uns entschieden, diese Kundgebung heute durchzuführen, weil es wirklich frappierend ist, dass gerade der Bundestagswahlkampf in die heiße Phase geht und in diesem Wahlkampf die bürgerlichen Parteien sich richtig überbieten mit reaktionären Maßnahmen gegen Geflüchtete, gegen den Umweltschutz und soziale Errungenschaften. Unter diesem ganzen Trommelfeuer ist die Umweltfrage auch mittlerweile nur noch auf dem 7. Platz, was für die Leute wichtig ist. Gleichzeitig ist aber die Lage in der globalen Umweltkatastrophe total dramatisch. Dieses Jahr haben wir schon eine Erderhitzung von über 1,75 Grad. Viele andere Faktoren wie Zerstörung der Wälder oder auch die Erhitzung der Meere sind mittlerweile, tragen dazu bei, dass eine globale Umweltkatastrophe begonnen hat. Und es ist Alarmstufe Rot und das wollen wir hier zum Ausdruck bringen. Und wir lassen nicht zu, dass dieses Thema in dem Wahlkampf totgeschwiegen wird oder noch reaktionär, vor allem von der AfD, bekämpft wird. Besonders jetzt in Duisburg als Stahlstadt sind wir sogar eine der Top-Spitzenkandidaten für ungesundeste Stadt in Deutschland, weil wir einfach viele Tote haben, die an Stickoxide gestorben sind. Und natürlich haben wir auch noch das Grubenwasser, die ja von PCB und auch dem Giftmüll gelagert ist und deswegen, das verschmutzt dann auch das Grundwasser. Deswegen stehen wir auch hier, weil wir fordern auch einen Zusammenschluss der Arbeiter, der Ausbildungsplätze und auch einen wirklichen Umweltschutz. Und weiter ist auch, wir sind auch empört über dieses ganze Greenwashing, was Thyssen führt. Die sagen jetzt wirklich, dass sie mit Erdgas, Direktreduktionsanlage führen wollen. Aber wir sagen, das geht einfach nicht. Weiter ist es ja auch noch in letzter Zeit, letzte Wochen waren jetzt ja auch ein Todesfall gewesen. Insgesamt sind 5 Todesfälle in der ganzen letzten Zeit haben stattgefunden. Und wir sind wirklich und trauern auch mit den Angehörigen zusammen. Und wir stehen an den Seiten der Stahlarbeiter und Stahlarbeiterinnen. Deswegen sind wir hier und fördern auch eine Umweltwende und auch freie ÖPNV. Ja, unsere Kundgebung heute hat auch noch einen besonderen Anlass, denn wir wollen sie auch Greta Thunberg widmen. Ihr werdet sie kennen, sie ist eine junge Aktivistin aus Schweden und hat diese Fridays for Future Bewegung, die Jugend-Umwelt-Bewegung wirklich führend mit ins Leben gerufen, hat jede Woche gestreikt für das Klima und für den Umweltschutz. Wir haben aus 2 Gründen uns entschieden, ihr diese Kundgebung zu widmen. Erstens, weil sie mitsamt sehr wichtiger Position, für die sie einsteht, aus dieser Fridays for Future Bewegung rausgedrängt wird. Vor allem ihre Solidarität mit Gaza und ihr konsequenter Einsatz, gemeinsam mit Arbeitern für die Rettung der Umwelt zu kämpfen, fehlt in dieser Bewegung und muss unbedingt Teil davon sein. Aber Greta wurde auch gemeinsam mit der MEPD, mit der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands, Opfer einer richtigen Cyberattacke, die beide diskreditieren und zudem Geld in ihrem Namen erpressen sollte. Ein richtiger Skandal. Das haben wir gemeinsam aufgedeckt und eine Strafanzeige gestellt. Und die Veranstaltung heute steht deshalb auch unter dem Motto: Jetzt erst recht. Jetzt freuen wir uns auf unsere Rednerinnen und Redner und als erstes begrüßen wir Monika Gärtner-Engel hier bei uns auf der Bühne. Sie ist die Co-Präsidentin der
Internationalen Einheitsfront gegen Faschismus, Weltkrieg und Umweltzerstörung. Hallo liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ihr wundert euch vielleicht, wie ich hier hochdekoriert erscheine. Ich will euch sagen, was das symbolisiert. Dieses Tuch symbolisiert den kurdischen Befreiungskampf. Dieses Tuch symbolisiert den Befreiungskampf der Menschen in der Westsahara. Und dieses Tuch, das kennt ihr alle, symbolisiert den Befreiungskampf des palästinensischen Volkes. Und ich meine, alles, was wir heute hier kämpferisch vertreten, muss in einem weltumspannenden Zusammenhang gesehen werden. Und wenn diese drei Bewegungen, die um ihre nationale und soziale Befreiung kämpfen, wenn die sich durchsetzen, dann sind wir schon einen riesigen Schritt vorwärts auf der Welt. Deswegen von vornherein hoch die internationale Solidarität. Liebe Freundinnen und Freunde, oft wird auch in den bürgerlichen Medien bemängelt, dass in diesem Wahlkampf die Klimafrage, die Umweltfrage verdrängt wird. Ich halte das nicht für eine treffende Zustandsbeschreibung. Die Umweltfrage, die Umweltpolitik wird reaktionär ausgerichtet in diesem Wahlkampf. Am deutlichsten vertritt das die AfD, die sagt mit Alice Weidel, wir werden alle Windmühlen, verwechselt sie mit Windrädern, abreißen. Denn sie möchte wieder Atomkraftwerke und das wäre die billigste Energieform. Leute, wie dumm kann man sein, wenn man das vertritt? Windenergie kostet 7 Cent pro Kilowattstunde, Atomenergie über 40 Cent pro Kilowattstunde, weil man ja rechnen muss, was für staatliche Subventionen dort einfließen. Atomkraftwerke braucht nur der Atombomben bauen will. Das wollen wir ganz klar sagen, mit Umweltschutz hat das nichts zu tun. Wir erleben auch berechtigt helle Empörung über das, was Donald Trump gerade an Umbau der Weltordnung betreibt. Es wird berechtigt darauf hingewiesen, dass das eine enorme Verschärfung der Kriegsgefahr bedeutet, dass die Hochrüstung auf dem Rücken der breiten Massen und der sozialen Errungenschaften vor sich gehen wird. Aber das ist nicht genug. Auch der Umweltschutz, Mensch und Natur werden dafür bezahlen. Und deswegen prangern wir auch sein Motto an, Drill, Baby, Drill. Er sagt, die fossilen Energieträger stärken, die Erde ausbeuten, die Rohstoffe der Welt ausbeuten. Auch eine Kampfansage an Donald Trump soll diese heutige Veranstaltung sein. Allzu oft wird der Zusammenhang von Krieg und Umweltzerstörung nicht genügend beachtet. Deswegen finde ich dieses Schild hier sehr wichtig. In Gaza stoppt den Ökozid und den Genozid in Gaza. Die Lebensgrundlagen der Massen in Gaza werden zerstört. Und Donald Trump möchte hier eine Riviera des Nahen Ostens aufbauen. Auch diesem Vorhaben sagen wir den Kampf an. Wenn wir hier die Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf proklamieren, dann nicht nur in Theorie und in Worten. Wir haben einen Solidaritätspakt mit dem Al-Auda-Krankenhaus geschlossen, das in Gaza arbeitet. Und wir haben das Versprechen gegeben, sobald das möglich ist, dort ein Krankenhaus aufzubauen von der ICOR und allen Freundinnen und Freunden, die daran mitarbeiten möchten. Ihr seid herzlich eingeladen, euch daran zu beteiligen. 150.000 € haben wir inzwischen schon dafür gesammelt. Diese Zerstörung der Lebensgrundlagen droht Gaza und droht der ganzen Menschheit, wenn die globale Umweltkatastrophe ausreift. Gaza ist ein Vorboten dessen, was uns dann droht. Und deswegen möchte ich mit den beiden Moderatorinnen meinen Beitrag beenden mit 3 Botschaften von Kindern aus Palästina. Es gibt ein kleines Buch, in dem diese Botschaften gesammelt sind. Ich fange an mit der ersten Botschaft von einem 11-jährigen Kind in Gaza. Ich bin ein Kind, ich will spielen. Wir sind den Krieg leid. So viele unserer Leute wurden getötet. Wir wollen zurück nach Hause. Ich möchte so sein wie jedes andere Kind auf der Welt. Ich möchte spielen. Ich möchte zur Schule gehen und Träume haben. Aber sie lassen uns nicht spielen. Und sie lassen uns nicht glücklich sein. Helfen wir ihnen, dass sie spielen können und glücklich sein können in der Zukunft. Mein Wunsch ist es zu reisen, um in ein Krankenhaus zu gelangen und Armprothesen zu bekommen.
damit ich einen Ball mit meinen Händen halten kann, damit ich spielen kann, damit ich schreiben kann, damit ich essen kann. Auch ein 11-jähriges Kind aus Gaza. Ich erinnere mich daran, wie unsere Ältesten uns immer sagten, niemand geht hungrig ins Bett. Niemand stirbt vor Hunger in seiner Heimat. Aber jeden Tag gehen wir hungrig ins Bett. Wenn wir nicht durch die Bomben sterben, sterben wir vor Hunger. Kind vor etwa 15 Jahren lebt in Gaza. Fassen wir zusammen, helfen wir mit, dass die Kinder glücklich werden, dass sie Träume haben können, dass sie eine Armprothese bekommen, dass sie den Ball halten können und dass sie nicht mehr hungrig ins Bett gehen. Hoch die internationale Solidarität. Free Gaza! Als nächstes hören wir jetzt wieder ein Lied, und zwar das Lied We Will Not Go Down in Gaza Tonight. Das ist ein Lied von Michael Hart, er kommt aus den USA, wie der Titel schon sagt. Gaza wird nicht untergehen, viele werden es schon kennen. Und damit Gaza nicht untergeht, freuen wir uns auch an der Stelle, den Solidaritätspakt bekannt machen zu können, den wir haben mit dem Al-Afta-Krankenhaus in Gaza. Denn wir sind solidarisch mit dem palästinensischen Befreiungskampf, aber wir meinen das natürlich auch ganz praktisch und wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass Gaza wieder aufgebaut wird und dass es lebenswert ist für die Familien, für die Kinder. Und momentan sammeln wir für die Spenden, es sind schon sehr viele Spenden dabei zusammengekommen, für die Akuthilfe in Gaza, was sehr dringend nötig ist. Und dann wird in einer nächsten Phase auch Geld gegeben, damit eben dieses Krankenhaus wieder aufgebaut werden kann. Wir werden Brigadisten dorthin schicken, also Leute mit Know-how, die mit den Palästinenserinnen und Palästinensern vor Ort dieses Krankenhaus gemeinsam wieder aufbauen werden. Und alle, die das unterstützen wollen, sind auch herzlich eingeladen. Man kann sich hier bei uns informieren, wie man dazu beitragen kann. A blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains, just a voice rising up through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Liebe Duisburgerinnen, liebe Duisburger, ich grüße euch auch im Namen der AT-Konföderation der Arbeiterinnen aus der Türkei in Europa. Seit 2 Wochen sind wir fast jeden Tag auf die Straße in der Duisburg, weil läuft auch eine Kampagne von Duisburg steht sich quer gegen Krieg und Rassismus. Das freut uns, dass wir so lebendige Demonstrationen und Kundgebungen in Duisburg haben. Liebe Freunde, bevor ich anfange, ich musste eine schlechte Nachricht euch überbringen. In der Türkei seit einer Woche gibt es mehrere Künstlerinnen, Gewerkschaftlerinnen, Politikerinnen, Parteivertreterinnen festgenommen worden. Heute in der Türkei eine Liste uns geschickt worden von fortschrittlichen Bewegungen, fortschrittlichen Menschen. Laufverfahren über 1640 Menschen zurzeit in der Türkei. Das heißt, diese 1640 Freundinnen und Freunde werden jeden Tag festnehmen und werden in Gefängnis gesteckt, für jahrelang mit jahrelang Strafe bestraft. Das ist die Türkei. Das ist Türkei, wo Deutschland enge zusammenarbeitet. Unser Bundespräsident mir ein paar Mal mit faschistischer Erdogan trifft und mit denen diese Politik unterstützt. Das ist Türkei und wo auch ganze Massaker und so von Deutschland unterstützt wurden. Trotz diesem ganzen Festnahmen und so, in den deutschen Medien wird gar nicht darüber berichtet. Liebe Freunde, am Sonntag findet Bundestagswahl in Deutschland. Alle Parteien, fast alle Parteien, außer linke revolutionäre Parteien und Organisationen, haben die ein Ziel. Ihr Ziel, oder Ziel von denen ist, abschieben. Die Menschen, die in ihre Heimatländer geflüchtet haben, weil die nicht in ihre Heimaten leben können,
wegen Krieg, Umweltkatastrophen, wollen nach diesen Ländern noch einmal zurückschieben. Und das heißt, Abschiebung heißt Folter und Mord. Vielleicht habt ihr mitbekommen, letzte Woche in Libyen, in 2 Orten Menschen begraben worden, wo in einem Grab 19 Menschen, die Flüchtlinge, entdeckt wurden, in andere über 20. Das heißt, die Menschen, wie die in Libyen lebendig umgebracht wurden und begraben wurden. Das findet tagtäglich überall. Und trotzdem wollen die Menschen in diesen Folterstädten abschieben. Diese Abschiebpolitik, eine rassistische, faschistische Politik von diesen Parteien. Wir als ATIC gegen diese Abschiebungspolitik, wir kämpfen gegen diese Abschiebungspolitik, wir werden immer gegen diese ausländerfeindliche Abschiebungspolitik kämpfen. Alle reden von kriminellen Ausländern, aber keine Partei redet von den rassistischen, faschistischen Nazi-Organisationen. Keiner redet über Hanau, wo 9 Menschen umgebracht wurden, wo Polizei Tür abgeschlossen, wo Menschen nicht rausgehen können, wo die lebendig getötet wurden. Keiner redet, wie die rassistischen Anschläge, wie die rassistische Politik wie höher wird in Deutschland. Keiner redet über, wie die Kapitalisten, wie die Firmen die Arbeiterinnen und Arbeiter entlassen. VW will 15.000, ThyssenKrupp will 11.000, Bosch will 5.000 und etc. etc. Bis 2030 circa 300.000 Arbeiterinnen und Arbeiter werden arbeitslos. Darüber redet keiner. Wollen nicht darüber reden. Die wollen nicht die Menschen, die Arbeiterinnen und Arbeiter, die gegen diese Politik kämpfen. Deswegen wollen die Menschen nur über Ausländer hetzen. Liebe Freunde, eine Geflüchtete hat gesagt, wir sind hier, weil ihr seid in unseren Ländern. Wieso die Menschen aus Syrien, aus Kurdistan, aus Irak, aus Iran, aus Afghanistan hier? Weil Deutschland, USA, etc., alle kapitalistischen, imperialistischen Länder in diesem Länder kaputt gemacht haben. Die haben unsere Länder kaputt gemacht haben. Deswegen sind wir hier. Deswegen Menschen flüchten und kommen nach Deutschland. Diese Bundesrepublik Deutschland hat Schuld, dass die Menschen hier kommen. Nicht die Menschen, die hier sind. Ihre Scheißpolitik führt das. Deswegen wir sagen, hört ihr auf mit dem Hetze, hört ihr auf mit der Hetzenpolitik gegen Ausländerinnen und Ausländer, hört ihr auf gegen Hetze gegen Flüchtlinge und die Menschen, die hier in Deutschland leben. Daher rufe ich noch einmal euch, geht hier auf die Straße, geht hier verschiedene Parteien, Organisationen wählen, kommt hier auf die Demos und Kundgebungen, kämpft dafür, dass wir gemeinsam gegen diese Scheißpolitik zu kämpfen. Kommt zu unseren Demonstrationen und unsere Kundgebungen gegen Rassismus und Krieg. Dankeschön. Als nächstes hören wir jetzt einen Redebeitrag von der Jugendorganisation Young Struggle. Sie sind eine internationalistische, sozialistische Jugendorganisation, waren sehr aktiv dabei hier in Duisburg an der Vorbereitung der heutigen Kundgebung und können jetzt heute leider nicht hier sein, haben aber einen Gruß geschickt, wo sie auch selber erklären wollen, warum sie heute nicht hier sein können. Und ich werde das jetzt verlesen. Liebe Genossinnen und Genossen, der Genozid in Gaza hat nicht nur unermessliches menschliches Leid verursacht, sondern bringt mit sich auch eine systematische Umweltzerstörung, einen Ökozid. Die Bombardierung lebenswichtiger Infrastruktur, die Zerstörung landwirtschaftlicher Flächen und die Vergiftung von Wasser- und Bodensystemen haben katastrophale Auswirkungen auf die palästinensische Bevölkerung. Das ist keine unbeabsichtigte Folge des Krieges, sondern Teil einer genozidalen Politik, die darauf abzielt, Gaza unbewohnbar zu machen und die Lebensgrundlage des palästinensischen Volkes zu zerstören. Wir kennen diese Methoden der kolonialen und imperialistischen Länder.
Auch in Kurdistan greift der faschistische türkische Staat wichtige zivile Infrastruktur und Lebensquellen für die Bevölkerung an. Aber die Waffen, das Geld, all das, was diese Politik finanziert, kommt von den bürgerlichen Parteien, die sich am Sonntag zur Wahl aufstellen lassen und uns als Jugendliche, MigrantInnen, LGBTI+ und Frauen als junge ArbeiterInnen, auch hier in Deutschland, um unsere Zukunft betrogen haben. Deswegen ist der internationale Widerstand wichtiger denn je und wir wären sehr gerne mit euch heute auf der Straße. Doch wir sind gerade auf dem Weg nach Paris, wo wir morgen mit europaweiten Kräften auf die Straße gehen werden. Warum? Weil unsere GenossInnen von Young Struggle Paris am Sonntag von einer Gruppe von 30 französischen Faschisten bewaffnet mit Messern und Schlagstöcken bei einem Filmabend in ihrem Verein angegriffen wurden. Das war ein gezielter Angriff mitten am Tag auf junge AntifaschistInnen und einen migrantischen ArbeiterInnenverein. Wir haben uns in der Geschichte noch nie einschüchtern lassen und werden jetzt nicht damit anfangen, sondern auch aus diesem Angriff gestärkt hervorgehen. Es gilt nun für uns, noch engere und stärkere Bündnisse als revolutionäre Kräfte zu schließen, um uns den Faschisten hier und überall entgegenstellen zu können. Unser Aufruf an alle Jugendliche ist es, nicht nur auf der Straße gegen Faschismus zu stehen, sondern sich revolutionär zu organisieren und unsere Viertel, unsere Städte und die ganze Welt von den Faschisten zu befreien. Ob Faschisten in Frankreich oder zionistischer Genozid, hoch die internationale Solidarität. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Duisburgerinnen und Duisburger, laut einer Studie des Gesundheitsdienstleisters ZAVA sind wir hier in Duisburg ja die ungesündeste Stadt Deutschlands mit der schlechtesten Luftqualität. 400 Menschen sterben hier jährlich an Stickoxid. Das ist mit 80 pro 100.000 Einwohnern der Spitzenwert in Deutschland. Dazu kommt ein Mehrfaches an Todesopfern durch Feinstaub. Was die Studie verschweigt, durch die gegenwärtige fossile Stahlerzeugung kommt es natürlich auch noch zu einem erheblichen Ausstoß von Dioxinen und Schwermetallen. Und die Ruhrkohle AG hat ihre inzwischen stillgelegten Zechen geflutet und mit ihnen 1,6 Millionen Tonnen Giftmüll und 10.000 Tonnen PCB, die vorher aus Gründen der Profitmaximierung dort unter Tage deponiert wurden. Das Grubenwasser wird völlig ungefiltert in unsere Gewässer eingeleitet und die Gifte dringen auch ins Grundwasser vor. Das ist ein ungeheurer Skandal. Wir haben als Ärzteinitiative zusammen mit Kumpel für Auf im Jahr 2022 insgesamt 124 Bergleute gründlich untersucht und in einer Studie zahlreiche Belastungen mit PCB und Schwermetallen nachgewiesen, mitsamt der dadurch ausgelösten Gesundheitsschäden. Die zuständige Berufsgenossenschaft schmettert alle Anträge auf Anerkennung als Berufskrankheit ab. Der erste schwerkranke Studienteilnehmer ist vor wenigen Tagen verstorben. Wir werden Trauer und Wut in Kraft verwandeln und einen entschiedenen Kampf gegen die Zerstörung der menschlichen Lebensgrundlagen führen. Dank der neuen Zahlen der Deutschen Umwelthilfe und der Europäischen Umweltagentur wissen wir, dass jährlich in Deutschland 70.000 Todesfälle durch Feinstaub, 28.000 durch Stickstoffdioxid sowie 22.900 durch Ozonbelastung zu verzeichnen sind. Würden wir eine wirkliche Verkehrswende erkämpfen mit Elektro- und Wasserstofffahrzeugen, Gütertransport weitgehend auf der Schiene, kostenlosem ÖPNV, würden wir das wirklich schaffen, Stahlerzeugung mittels grünem Wasserstoff und 100% erneuerbaren Energien, dann würden Zehntausende Todesfälle und schwere Krankheiten vermieden. Wenn die Menschen gesünder werden, wenn die Vorbeugung ihren Stellenwert bekommt, dann wäre auch der immense Druck auf unser Gesundheitssystem gelindert. Die Realität ist dort aber Krankenhausschließung, Abbau der Leistung und die Krankenkassenbeiträge werden immer teurer. Auch das ist ein Skandal, der hier untergebuttert wurde und da können die Migranten nur wirklich nichts dafür. Ich betone hier in aller Deutlichkeit, wirklicher Umweltschutz ist Gesundheitsschutz. Was mit dem Ausstoß von Treibhausgasen das Weltklima kaputt macht, das ruiniert auch unsere Gesundheit und die Verursacher sind die gleichen Monopole. Politisch verantwortlich ein und dieselbe Regierung und Parteien. Das geht runter bis auf die kommunale Ebene. Die Duisburger Verkehrsgesellschaft hat jetzt tatsächlich ihren Beschluss der Umstellung ihrer Busflotte auf Wasserstoffantriebe gekippt und will wieder Busse mit Dieselmotoren bestellen. Lapidare Begründung, die Bundeszuschüsse wären ja gestrichen worden.
Was ist das im Großen wie im Kleinen für eine abartige Denkweise? Wie gehen diese Leute mit unserer Gesundheit und mit unserer Erde um? Dagegen gibt es nur eins: Wir brauchen einen gesellschaftsverändernden Umweltkampf. Wir müssen uns organisieren, wir müssen zusammenhalten. Wir brauchen dringend die Einheit von Arbeitern, Umweltbewegung und antifaschistischer Bewegung. Auf unseren grünen Westen haben wir stehen: Organization makes the difference. Also informiert euch über die Umweltgewerkschaft, schließt euch dort an und tragt dazu bei, dass das Motto unserer Kundgebung Wirklichkeit wird: Kampf der globalen Umweltkatastrophe, hoch die internationale Solidarität. Jetzt bitte ich den Peter Römmele, der Stallarbeiter, ist auch gewerkschaftlich aktiv in ThyssenKrupp. Ja, liebe Duisburgerinnen und Duisburger, vielleicht ist das ein bisschen ungewöhnlich, dass wir als Stahlarbeiter uns ausdrücklich an einer Kundgebung beteiligen, die in der Tradition von Friday for Future steht und sich, sag ich mal, den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und der Umwelt auf die Fahnen geschrieben hat. Aber ich glaube, das passt eigentlich sehr gut. Unsere Stadt hier in Duisburg, das ist ja der größte Stahlstandort in Europa. Wir haben die Werke hier von ThyssenKrupp, von HKM, von ArcelorMittal. Weit mehr als 20.000 Leute sind direkt beschäftigt bei diesen Konzernen. Und alle haben große Aufgaben vor sich. Alle Konzerne haben massiven Arbeitsplatzabbau angekündigt. ThyssenKrupp alleine 11.000. Bei HKM, da müssen die darauf gehofft haben, dass irgendwie der Investor sie rettet, sich das jetzt auch von der Backe putzen. Sondern da ist jetzt die Schließung beschlossen, nochmal 3.100 Arbeitsplätze, und auch bei ArcelorMittal sind Hunderte gefragt. Jetzt haben wir natürlich in Duisburg eine gute Tradition der Arbeiterkultur, des Zusammenhalts, des Kampfs um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz, und wir haben natürlich auch gesagt, das kommt auf keinen Fall in die Tüte und es wird um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz gekämpft. Das ist gut, aber das reicht nicht. Wir haben in Duisburg auch damit zu tun, dass jede Tonne Roheisen, die hier gekocht wird, bei der Weiterverarbeitung zum Stahl noch mal mehr 2 Tonnen CO2 emittiert. Das trägt massiv bei zu der Entwicklung der globalen Umweltkatastrophe. Der Standort hier im Duisburger Norden, das ist die Industrieanlage in Deutschland mit den allermeisten CO2-Emissionen, die es überhaupt gibt. So kann das nicht weitergehen. Unser Standpunkt ist, dass wir Arbeiter unseren eigenen Plan brauchen. Aber worin soll dieser Plan bestehen? Erstens muss natürlich um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz gekämpft werden. Wir werden diesen Lopez-Plan und was die Monopole uns da vorgesetzt haben, nicht akzeptieren. Zweitens sind wir aber auch voll dafür, dass die Umstellung der Hochöfen, und zwar aller Hochöfen, auf Direktreduktionsanlagen, die mit grünem Wasserstoff betrieben werden, organisiert wird, damit die CO2-Emissionen durchaus runtergehen. Und dazu gehört auch, dass die Arbeitsplätze, die dann wegfallen, weil die Technologie sich ändert, ersetzt werden müssen. Deswegen sind wir für Ersatzarbeitsplätze, und zwar Ersatzarbeitsplätze, die auch dafür da sind, die Schäden, die die Umwelt schon davongetragen hat, wieder in Ordnung zu bringen und zu reparieren. Und als letztes gehört zu unserem Plan auch, dass wir dafür sind, dass die Arbeitszeit verkürzt wird, zumindest im ersten Schritt auf 30 Stunden in der Woche. Und wir können auch auf keinen Fall akzeptieren, dass die Stahlkonzerne Mensch und Natur in einer Weise ausbeuten, dass wir alleine in den letzten 2,5 Jahren 5 tödliche Arbeitsunfälle nur bei ThyssenKrupp hatten. Keiner dieser Arbeitsunfälle steht in der Statistik von ThyssenKrupp. Warum? Weil sie sagen, ja, die Leute waren ja nicht bei uns direkt beschäftigt, sondern sie waren beim Subunternehmer, bei der Kontraktlogistik, beim Werkvertrag. Aber wir müssen einen anderen Plan verfolgen. Wir sagen, kein einziger mehr. Damit muss Schluss sein. Kein einziger Kollege darf mehr sein Leben verlieren auf der Arbeit. Und wir verlangen auch, dass jeder Unfall aufgeklärt und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Und in dem Sinn, schön, dass wir heute zusammen auf dieser Kundgebung sind. Glück auf! Jetzt begrüße ich ganz herzlich Nina Duspa und auch noch eine weitere Kollegin hier von Verdi. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Duisburgerinnen, liebe Duisburger, ich begrüße diese Kundgebung sehr und bin total froh, dass ihr alle nach Duisburg gekommen seid, in diese heute sehr warme, aber auch sehr schmutzige, aber auch sehr schöne und kämpferische Stadt. Im Vorfeld zu dieser Kundgebung habe ich mich mit mehreren Gewerkschafterinnen unterhalten, die sehr gerne heute gekommen wären. Und ich habe sie gefragt, was wäre denn euer Anliegen, was ihr gerne auf diese Kundgebung tragen würdet. Eine sagte, das größte Thema für mich als junge Frau
Man überlegt sich sehr, ob man Kinder bekommen soll. Kann man Kinder in diese Welt bringen, wenn die Lebensverhältnisse nicht mehr so sind, wie wir sie kennen? Worin besteht aber jetzt das zentrale Wahlkampfthema aller bürgerlichen Parteien in diesem Parlament? In der Migration. Lasst mich deswegen an dieser Stelle etwas zum Anschlag am 13. Februar in München auf 2500 Verdi-Kolleginnen und Kollegen sagen. Meine Gewerkschaft Verdi wehrt sich dagegen, dass der Anschlag für Spaltung, Hass und Hetze instrumentalisiert wird. Es ist reine Heuchelei, wenn jetzt alle Politiker der bürgerlichen Parteien sagen, sie müssten jetzt auf einmal alle was für unsere Sicherheit tun. Wenn Sie das ernst nehmen würden, dann würden Sie mal als allererstes alle faschistischen Organisationen verbieten und die faschistischen Attentäter konsequent bekämpfen, statt ihnen Spielraum zu geben. Wenn es Ihnen wirklich ernst wäre, würden Sie uns anständig bezahlen und den Geflüchteten Arbeitsrecht geben, statt ständig Spaltung und Konkurrenz in die Gesellschaft zu tragen. Unsere Kollegin Amel starb wenige Tage nach dem Anschlag mit 37 Jahren. Sie ist in Algerien geboren und ist mit 4 Jahren nach Deutschland gekommen. Sie studierte Umweltschutz und war Beschäftigte der Stadt München. Amel war ein Mensch, der sich für Gerechtigkeit eingesetzt hat. Ihr war es sehr wichtig, ihre Tochter diese Werte mitzugeben. Deshalb hatte sie ihre Tochter mitgenommen zu dieser Verdi-Demonstration. Sie wurde gerade einmal 2. Sie ging wie wir alle auf die Straße für 8% mehr Geld, mehr Freizeit und Übernahme der Azubis. Auch das ist angesichts von mindestens 70 Millionen Stunden auf Arbeitszeitkonten ein Beitrag zum Umweltschutz. Wir streiken heute, so wie hier im Nahverkehr, weiter. Da ist natürlich noch viel mehr drin, wenn wir mit den Arbeiterinnen und Arbeitern von Thyssen und den ganzen anderen zusammenkämpfen. In diese Kämpfe müssen wir den Kampf um die Rettung der Erde vor der Profitwirtschaft und die Frage, dass wir unseren Kindern die Erde verbessert hinterlassen, wie Karl Marx sagte, bewusst aufnehmen. Der Zusammenschluss von FFF und Verdi stärkt uns, aber das reicht nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Herr Merz, Scholz oder wie sie alle heißen, die werden es nicht richten. Mit denen geht die Welt beschleunigt zugrunde. Lasst uns die volle Verantwortung für die Rettung von Mensch und Natur übernehmen, in unseren Gewerkschaften, in den Betrieben und Familien. Denn letztlich muss es um unsere Zukunft ohne Kriege und Krisen, Ausbeutung und Unterdrückung gehen. Amel heißt Hoffnung und Hafsa, wie ihre Tochter, heißt Liebe. Liebe Amel, liebe Hafsa, auch für euch stehen wir heute hier. Ihr habt nicht umsonst gelebt. Jetzt spricht der Jürgen Blumer, der Kreisvorsitzende hier Duisburg-Niederrhein-Oberhausen, der MLPD. Ja, liebe Duisburgerinnen, liebe Duisburger, liebe Demonstrantinnen, liebe Demonstranten, wir haben gemeinsam mit dem Internationalistischen Bündnis und anderen die Initiative für die heutige Kundgebung ergriffen. Ich möchte euch 3 Gründe sagen, warum wir das auch eine Woche nach Friday for Future gemacht haben. Der erste Grund ist, mit dem faschistischen Brandbeschleuniger Trump und der AfD treibt die begonnene Umweltkatastrophe die Menschheit auf den Abgrund zu. Das ohnehin unzureichende 1,5% Grad Ziel ist längst gerissen. In atemberaubender Geschwindigkeit zerschlägt Trump Umweltschutzmaßnahmen, treibt Fracking und fossile Verbrennung voran. Alles unter dem Beifall der AfD, die Windräder abreißen und das Verbrennerverbot kippen will. Wir haben plakatiert, wer AfD wählt, wählt Faschismus. Und ich sage heute dazu, wer AfD wählt, wählt den sicheren Untergang der Menschheit in der globalen Umweltkatastrophe. Deshalb haben wir auch plakatiert, make Socialism great again, weil der Kapitalismus nur noch Maximalprofit erzielen kann, wenn er gesetzmäßig unsere natürlichen Lebensgrundlagen zerstört. Was die Gesellschaft eine solche Wirtschaftsweise kostet, interessiert dabei nicht. Echter Sozialismus heißt, die Bedürfnisse der Gesellschaft und der Menschen im Mittelpunkt, in Einklang mit dem Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Und deshalb gehört dieses Thema ganz oben auf die Tagesordnung. Der zweite Grund. Im krassen Gegensatz dazu spielt die Umweltfrage im Wahlkampf der bürgerlichen Parteien so gut wie keine Rolle mehr. Im Kern sind sich alle einig. Erstmal die Wirtschaft.
Da muss Umweltschutz mal zurückstecken. Ganz im Sinn der Konzerne, die eine reaktionäre Wende auf der ganzen Linie fordern. Umweltschutz nur, wenn er Profit bringt. Und dann, bitteschön, mit Milliarden Steuergeldern subventioniert. Alles andere kann gecancelt werden. 2 Milliarden hat ThyssenKrupp beim Staat für den Bau der ersten Direktreduktion locker gemacht. Mit der Drohung, 11.000 Arbeitsplätze zu vernichten, wird jetzt erpresst. Statt Wasserstoff, Erdgasbetrieb. Statt CO2-Vermeidung, Verpressung in der Nordsee. Die alten Hochöfen runterwirtschaften, bis nichts mehr geht. Das Geschäftsmodell Kretinsky. Die Seifenblase, Elektroöfen bei HKM, heute geplatzt. Die Zechen zahlen sollen die Belegschaften. Jetzt sollen die Stahlarbeiter auch noch für billigen Industriestrom auf die Straße. Dabei zahlen die nur einen Bruchteil unserer Strompreise. Habt ihr jemals Unternehmerverbände für niedrige Mieten oder Senkung der Massensteuern auf der Straße gesehen? Nein zum Ausspielen von Arbeitsplätzen und Umweltschutz. Beides muss erkämpft werden, und zwar beides auf Kosten der Profite. Ein Kampf, den Arbeiter-, Umwelt- und Jugendbewegung gemeinsam führen müssen. Und der dritte Grund, wir alle haben uns an der Friday for Future Demo beteiligt. Aber statt die Kapitalismuskritik ernst zu nehmen, orientiert die deutsche Friday for Future Führung und auch die Duisburger auf die Wahl der Grünen und Appelle an die künftige Regierung. Zur Erinnerung, Habeck, der Türöffner für Frackinggas und Vorreiter für die Abwälzung der Kosten auf die Massen. Was aber gar nicht geht, ist kapitalismuskritische und revolutionäre Standpunkte zu unterdrücken. So wurden angemeldete Beiträge des Jugendverbands Rebell und der Arbeiterplattform im internationalistischen Bündnis schon mal gar nicht zugelassen. Die Entscheidungsfindung liegt bei einigen selbsternannten Führern und im Hintergrund zieht kompakt die Fäden. Der von halbstaatlichen Stellen und Stiftungen finanzierte Verein hat den Zweck, sozialen Bewegungen die Zähne zu ziehen und sie in parlamentarische Bahnen zu lenken. Wir sind der Überzeugung, der antifaschistische Zusammenschluss ist das Gebot der Stunde, auch im Kampf gegen die begonnene Umweltkatastrophe. Wir reichen jedem dazu die Hand, aber auf Augenhöhe und überparteilich. Gut, wenn unsere heutige Kundgebung dafür ein Zeichen setzen kann. Dankeschön. Ja, hallo, mein Name ist Elke und wie gesagt, ich bin vom Frauenverband Courage. Seit langem beschäftigen wir uns als Frauen mit der AfD, mit der Umwelt- und Sozialpolitik und natürlich mit deren Rechtsauffassung. Ich lese hier aus einer Zitatensammlung, was so einige Politiker aus der AfD zu sagen haben. Und zwar gibt es da ein Zitat: Wir müssen ganz friedlich und überlegt vorgehen, uns gegebenenfalls anpassen und dem Gegner Honig ums Maul schmieren. Aber wenn wir endlich so weit sind, dann stellen wir sie alle an die Wand. Grube ausheben, alle rein und Löschkalk obendrauf. Das hat ein Holger Arpe von der AfD gesagt. Und dann gibt es noch die umweltschädliche Aussage von einer, na die kennen wir natürlich alle, Alice Weidel. Wenn wir am Ruder sind, wir reißen alle Windkraftwerke nieder, nieder mit diesen Windmühlen der Schande. Wir als Courage-Frauen, wir sagen Nein dazu. Wir möchten eine saubere Umwelt. Wir möchten eine saubere Umwelt für uns und für unsere Kinder. Und wir sagen Atomkernkraftwerk, wie der alte Satz da schon sagte, Atomkernkraftwerke, nein, danke. Jetzt begrüßen wir als nächstes Dieter Stein auf der Bühne. Er ist Dr. Dieter Stein. Schön, dass du da bist. Und er hat noch einen besonderen Literaturtipp für uns alle. Liebe Umweltbewegte, eine Besonderheit ist ja, kommt gleich auf das Buch, dass wir momentan einen Sprung, wurde vorhin schon gesagt, in der globalen Klimakatastrophe erleben, eine neuartige Erderhitzung. Und es wurden im Jahr 2023 57 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalente ausgestoßen. Das ist eine ungeheure Menge
Aber in diesem Wahlkampf ist, wie vorhin schon mehrfach auch gesagt, davon überhaupt keine Rede, sondern vom Niederreißen der Windräder. Und auch die Grünen beteiligen sich ja herzhaft daran, indem uns der Herr Habeck für 20 Jahre Frackinggas eingekauft hat. Also das heißt, das geht voll dann in das Ausreifen der Katastrophe. Wir haben nachgewiesen, dass das eine gesellschaftlich, wie soll man sagen, gesetzmäßige Ursache hat, dass also die Konzerne gar nicht weiter ihre Profite einfahren können, wenn sie nicht die Naturreichtümer ausbeuten und damit eben die Umweltkrise und Katastrophe eine gesetzmäßige Ursache in diesem System hat, dass das aber kein Naturgesetz ist. Und wir haben sowohl ausgearbeitet an vielen Faktoren, wie weit es schon ist, dass es aber einen gesellschaftsverändernden Kampf geben kann und muss, in der Verbindung von Reformen und einem Gesellschaftssystem, das sich die Einheit von Mensch und Natur als Grundlage macht. Und deshalb kann ich nur jedem zur Klärung, zur Bewusstseinsbildung dieses Buch empfehlen, als Beitrag diesen gesellschaftsverändernden Umweltkampf zu forcieren und zum Erfolg zu führen. Dankeschön. Mein Name ist Michael May. Ich habe 25 Jahre im Rohkohlebergbau gearbeitet, davon 10 Jahre hier im Duisburger Norden auf dem Bergwerk Balsum. Weltweit gehen die internationalen Rohstoffkonzerne immer aggressiver vor, um die Rohstoffe in ihre Hand zu kriegen und rauszuholen. Und dabei gefährden sie sowohl die Umwelt als auch die Gesundheit sowohl der Bergleute als auch die Gesundheit der Bevölkerung im Umfeld dieser Bergwerke. Zum Beispiel im Goldbergbau. In vielen Goldbergwerken wird das Gold mit Quecksilber von dem umliegenden Gestein getränkt. Und was passiert? Das Quecksilber kommt in Flüsse, die Bevölkerung, die von dem Wasser trinkt, wird krank, die Natur, die Pflanzen gehen kaputt. Oder im Niger, der größte Uranlieferant Europas. Dort haben die französischen Atomkonzerne einfach Zehntausende Tonnen radioaktiv verseuchten Müll aus dem Uranabbau in die Wüste Sahara gekippt. Das wird von den Winden in alle Richtungen verteilt und sowohl die Bergleute als auch die Bevölkerung leiden unter dieser radioaktiven Verseuchung. In etlichen Bergwerken wird von Untertageabbau auf Übertageabbau umgestellt und dadurch riesige Flächen zerstört. Wir als Bergleute, und dabei fordere ich euch auf, das zu unterstützen, arbeiten in der Internationalen Bergarbeiterkonferenz zusammen, um weltweit mit der Bevölkerung im Umfeld der Bergwerke diese Umweltzerstörung und Gesundheitsgefährdung der Bergleute und der Bevölkerung zu bekämpfen und zu überwinden. Vielen Dank. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen vorwärts und nie vergessen, die Sonne.